Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm und ihr seid hier bei mir im Atelier auf dem Wunderhof. Ich zeige euch heute, wie ihr ein Stillleben aus zylinderförmigen Gegenständen so malen könnt, dass es aussieht wie echt. Wir malen unser Stillleben mit zylinderförmigen Gegenständen. Das sind in diesem Fall eine Vase und ein Krug mit den 3 Grundfarben. Das ist Cadmiumgelb, Cadmiumrot und Ultramarinblau. Und dazu nehmen wir heute eine sogenannte Erdfarbe. Das ist gebrannte Sienna und dann natürlich Weiß und Schwarz. Und wir mischen uns nach Möglichkeit unsere Farben immer selber und benutzen nicht gekaufte Farben, weil die im Bild nicht so gut harmonieren wie gemischte Farben. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, natürlich auch mit den anderen Variationen der Grundfarben experimentieren. Ich habe euch hier verschiedene Farbkreise aufgeführt. Und das ist jetzt zum Beispiel, diese Mischungen entstehen aus Cadmiumgelb, Cadmiumrot und Ultramarinblau. Und diese Mischungen entstehen, wenn man Zitronengelb nimmt und Phthalo-Blau und Krablack. Also das sind verschiedene Variationen der Grundfarben und die ergeben natürlich andere Färbungen. Ganz interessant, das ist die sogenannte altmeisterliche Palette, könnt ihr auch mal probieren. Das ist lichter Ocker als Gelbton, dann eine gebrannte Erde, also Sienna oder Umrak gebrannt als Rotton und Ultramarinblau als Blauton. Das könnt ihr alles mal probieren und schauen, was euch am besten gefällt. Wie gesagt, wir arbeiten mit der hellen Palette, das ist so die typische europäische Palette, was den Europäern meistens am besten gefällt. Und bevor wir anfangen, das Stillleben zu malen, möchte ich, dass ihr gerne, so wie ich hier im Buch, verschiedene Mischungen ausprobiert. Ich lege das Buch jetzt weg, dass ich mehr Platz habe, dass ich es euch zeigen kann. Und zwar fangt ihr bitte immer mit der hellsten Farbe zu malen an. Das heißt, ihr nehmt euch jetzt das Gelb, macht euch so ein Kästchen auf euren Übungskarton und dann mischt ihr diese Farbe zunächst einmal einfach mit den verschiedenen anderen Farben auf der Palette durch. Das könnt ihr nach Gutdünken ausprobieren. Weil nur wenn man immer und immer wieder übt, lernt man die Farben auch richtig gut kennen. Und ihr wisst es ja vielleicht von den vorhergehenden Videos schon, wenn man die 3 Grundfarben, also Blau, Rot und Gelb, mischt, dann gibt es immer irgendeine bräunliche Mischung. Und damit man sich das ein bisschen leichter macht, kann man natürlich jetzt auch mal Braun als fertige Farbe nehmen, aber eben bitte immer abgemischt mit den anderen Farben. Dann kann man ein bisschen Weiß dazugeben, ein bisschen Schwarz dazugeben. Und dann könnt ihr einfach so lange ausprobieren, bis ihr die Mischungen, die ihr persönlich jetzt in diesem Krug seht, bis ihr die auf eurem Übungskarton habt. Es ist wirklich so, dass alle Menschen Farben unterschiedlich empfinden. Und deswegen kann man da auch nie sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Ich habe das Braun jetzt mit dem Ultramarinblau gemischt. Sondern das ist ganz persönliche Empfindungssache. Weil der Unterschied zwischen Malerei und Fotografie ist, dass wir eine eigene Schöpfung vollbringen wollen und dass wir eben nicht was abbilden wollen, was genauso dasteht.
Wenn ihr diese Mischungen durchgemacht habt, dann ist es ganz gut, wenn ihr euch immer dazu schreibt, welche Farben ihr jeweils dazu gemischt habt. Also da das Gelb, da habe ich jetzt das Braun, die gebrannte Sienna dazu, Sienna gebrannt, dann habe ich Blau dazu, Weiß. Also immer dazu schreiben am besten, damit ihr euch später erinnert, welche Farbmischung ihr genommen habt. Wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wie ihr euer Stillleben anordnen möchtet, ist ein ganz guter Trick, sich die Gegenstände ganz grob als Schablonen zu schneiden und das Ganze auf einem Papier erstmal auszuprobieren. So wie ich das jetzt mit meinem Stillleben mache. Und dann halt darauf zu achten, dass die Gegenstände deutlich vor und hintereinander stehen, also dass die dann weiter oben im Bild anfangen. Und auch ganz wichtig, dass die Abstände links und rechts vom jeweiligen Gegenstand zum Bildrand und auch oben und unten ungefähr gleich sind, dass am Ende wie so ein Rahmen entsteht, in dem das Stillleben dann hinterher stehen soll. Wenn ich dann ungefähr den Rahmen festgelegt habe, den ich um das Bild umlaufend haben möchte, also oben so ein Stück, unten so ein Stück und links und rechts auch ungefähr gleich. Dann fange ich mit dem vordersten Gegenstand an zu zeichnen, das ist in diesem Fall eben der Apfel. Und ich mache das aber noch ganz vorsichtig, weil ich bestimmt nochmal radieren muss. Dann kommt der Krug und beim Krug dürft ihr nicht vergessen, dass der Henkel auch ein Gestaltungselement ist. Also der soll jetzt nicht da aus dem Bild rauswachsen, sondern der Henkel, der soll im Bild drin bleiben. Das heißt, ich fange mit dem Henkel an und setze dann den Krug dran, damit er im Bild bleibt. Und der Krug ist bei mir ungefähr jetzt, so wie ich das sehe, der geht ungefähr bis daher vom Apfel. Und da sehe ich, dass die deutlich ein Stück hinter dem Krug, oberhalb von dem Krug anfängt. Wenn ihr nicht so geübt mit Zeichnen seid und Schwierigkeiten habt, diesen Krug links und rechts gleich zu machen, guter Tipp ist auch, dass ihr euch in der Mitte eine Hilfslinie zieht und dann immer nach links und nach rechts messt, ne, wo das ungefähr sein müsste. Dann kommt er nämlich unten, kommt er richtig beim Boden an. Ich kontrolliere dann die Zeichnung nochmal, indem ich sie aufstelle, weil das auch ganz wichtig ist beim Zeichnen, dass man immer wieder das Bild auch von vorne anschaut, weil man sich oft, wenn das Bild flach am Tisch liegt, weil man sich verschätzt, weil man dann manchmal nicht ganz richtig die Abstände hat. Ich habe meine Zeichnung jetzt soweit korrigiert und was jetzt natürlich noch fehlt, das ist der Schatten, weil auch der Schatten natürlich auch ein Gestaltungselement ist. Und ich deute mir den jetzt ungefähr an. Bei der Flasche sieht man da hinten nur noch ganz schwach rauskommen, also das ist wahrscheinlich ein sehr heller Schatten und beim Apfel läuft er ungefähr hier. Wenn die Vorzeichnung steht, fange ich an, erstmal die Gegenstände mit dem Eigenfarbton, sagt man, also mit dem mittleren Farbton auszufüllen. Und da habe ich jetzt zwei verschiedene Brauntöne. Ich mische für den
helleren für die Flasche hinten mische ich das Braun mit Gelb und ein bisschen Rot. Und fülle einfach die ganze Flasche jetzt mit dieser Farbe aus. Und ich achte mit meinem Pinselstrich drauf, das ist, wie wir es beim Apfel auch schon gelernt haben, dass ich immer der Form folge. Ja? Da haben wir, wie beim Apfel, haben wir da so eine Rundung und da ist in der Mitte, muss der Strich gerade sein, dann muss er sich ein bisschen biegen, immer noch mehr biegen und da herüben geht es genauso. So, den Krug, den braunen Krug, da mische ich jetzt relativ viel Blau in mein Braun, dass das so ein kühles, fast ins gräulich spielende Braun wird. Und wieder mit der Pinselführung diesen Strichen auf dem Apfel folgen. Dann lege ich ganz grob auch schon mal die Schatten an, indem ich mir einfach in dieses bräunliche Grau schwarz mische und dann weiß dazugebe. Und ich mache das immer so, dass auch im Schatten immer ein ganz kleines bisschen von den Farben drin ist, die ich im Bild sonst verwende, dass der Schatten auch farblich zum Rest des Motivs passt. Wenn ich jetzt den Grundfarbauftrag mal gemacht habe, dann fange ich an, Licht und Schatten bei den Gegenständen rauszuarbeiten. Für die Schattenfarbe mische ich mir immer noch mehr Blau in meine Eigenfarbe, weil Schatten muss immer kühl sein und muss immer ein bisschen einen Blauanteil haben. Und zur Mitte hin, wo es dann heller wird, versuche ich jetzt einen ganz sanften Übergang herzustellen, seht ihr schon. Und solange die Farbe auch nass ist, kann man das auch ganz schön ineinander wischen, dann wird der Übergang automatisch so sanft. Da hinten im Henkel, da ist es auch nochmal sehr dunkel. Und auch da unter dem Rand ist nochmal so eine Einbuchtung, die ist auch sehr dunkel. Dann mische ich mir ein helles Braun. Damit nehme ich einfach mehr Braun wieder dazu. Ein bisschen Blau muss immer drin bleiben, weil ja die Eigenfarbe von dem Krug hat ja ein bisschen einen Blauanteil gehabt. Und jetzt mische ich Gelb dazu und ganz wenig Weiß.
Und versuche auch wieder diesen Übergang so sanft ineinander zu wischen, dass das wirklich möglichst stufenlos wird. Dann mache ich das gleiche mit dem helleren Krug. Da brauche ich jetzt im Schatten auch ein bisschen Blau dazu. Kann man vielleicht noch Rot dazu nehmen. Dann kann man auch hier schon diese zukünftigen Lichter kann man schon andeuten. Aber wie gesagt, immer noch ein bisschen warten, bis das ganze Motiv fertig ist, weil dann wirklich nur die Spitzlichter so ganz hell sein sollen. Der Krug innen drin ist grau. Da kann ich meine Schattenfarbe von vorhin nehmen und auch wieder ein bisschen braun mit reinmischen, dass das auch von der Farbe her gut dazu passt. Und auch hier kann man schon Licht und Schatten andeuten, weil der Krug ja innen drin auf der Seite ein bisschen heller ist. Zum Schluss mache ich noch den Apfel. Da haben wir ja schon mal einen zusammen geübt. Das ist natürlich jetzt ein roter Apfel, aber das Prinzip ist wie gesagt immer das gleiche. Achtet bei der Pinselführung einfach drauf, dass ihr den Strichen auf dem Apfel folgt. In die Schattenseite muss natürlich blau reingemischt werden wieder. Es gibt so ein dunkles Rot. Als nächstes nehme ich einen feinen Pinsel, einen Haarpinsel. Ich nehme den Nummer 3 jetzt erstmal und zeichne jetzt diese dunklen Linien auf den Krügen nochmal mit dem feinen Pinsel nach.
wenn ihr bei dem Apfel Lichter setzen wollt, dann bitte passt auf, dass ihr ganz wenig Weiß nur verwendet, weil Weiß die Farbe immer leicht kalt macht und deswegen bitte immer aufpassen, dass ihr Weiß ganz sparsam verwendet. Ja, jetzt brauche ich noch die Schatten, die kann ich relativ schnell und relativ großzügig malen. Und den Tisch mache ich natürlich weiß. Den Hintergrund überlasse ich wie immer euch. Den könnt ihr ganz farbig gestalten. Also was zum Beispiel bestimmt gut dazu passen würde, das wäre Blau, weil Blau so die Komplementärfarbe von Orange ist. Und diese Gegenstände ja so ein bisschen ins Orange neigen und deswegen wird Blau sicherlich gut dazu passen. Genauso gut dazu passt natürlich ein hellgrüner Hintergrund oder ein knallgelber Hintergrund, auch rot könnte ich mir vorstellen. Also da ist eurer Fantasie, ist da keine Grenze gesetzt. Für den Schatten, wie gesagt, nehme ich die Farben, die in den Gegenständen vorhanden sind, auf. Und lasse die natürlich nach außen dann immer heller werden. Bei der Flasche haben wir ja gesagt, der dunkle Schatten wäre ja direkt an der Flasche. Die wird wahrscheinlich nur so in dem Bereich noch ein bisschen an Schatten werfen. Also ganz wenig. Und der Rest ist jetzt dann mein weißer Tisch. Den weißen Tisch mache ich natürlich auch nicht nur weiß, sondern auch hier ist es so, die Farben in den Gegenständen, die reflektieren natürlich auch auf die weiße Tischdecke oder auf den weißen Karton, der drunter stand. Und deswegen kann man da ruhig auch alle möglichen Farben, die man im Bild verwendet hat, in dieses Weiß mit reinmischen. Jetzt kann ich nochmal die Schatten unter den Gegenständen verstärken. Also da, wo die auf dem Tisch draufstehen, da ist ja der Schatten so ganz dunkel. Und das kann ich jetzt nochmal ganz vorsichtig, muss man auch wieder aufpassen, dass es nicht zu krass wird, ganz vorsichtig nochmal drunter legen. Auch hier beim Apfel, dem kleinen Stück, wo er auf dem Tisch liegt, und natürlich hinten bei der runden Flasche. Und auch hier immer darauf achten, dass der Übergang ganz sanft wird, dass man immer das mit der Nachbarfarbe so ein bisschen verwischt. So, und ganz zum Schluss setze ich jetzt noch diese deutlichen Lichter. Dann nehme ich Weiß mit ein bisschen Gelb und ein bisschen von der Farbe, die ich im Gegenstand verwendet habe. Also auch hier mache ich die Lichter nicht ganz weiß, sondern töne die immer ein bisschen mit der Farbe vom Gegenstand ab. Und damit es nicht so krass stehen bleibt, nehme ich das wieder ein bisschen zurück.
und natürlich auch beim Apfel. Ihr seht, ich habe mein Bild jetzt fertiggestellt. Ich habe den Hintergrund grau gemacht, so wie er auf dem Foto auch ist. Habe durch den Hintergrund jetzt auch diese ganzen ausgefransten Stellen nochmal ein bisschen korrigiert. Habe überall noch die Ränder sauber gemacht, auch hier am Apfel entlang. Die Lichter nochmal ein bisschen verstärkt. Und ich würde jetzt das Bild gerne so lassen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und freue mich darauf, wenn ihr bei der nächsten Lektion auch wieder dabei seid. Bis dann!